Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute geht es also weiter mit den täglichen Spieler-SBCs und an der Reihe ist heute der französische Spieler Houssem Aouar. Wir schauen uns die Winter Wildcards-Karte mal von ihm im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösungen. Aktuell kostet euch der Spieler von Olympique Lyon ca. 160 bis 165.000 Coins. Und das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 87 ist er in der neuen Version bewertet und somit 6 Stärken besser als seine normale Goldspielerkarte. Wir haben hier veränderte Arbeitsraten und einen Stern mehr beim schwachen Fuß, somit 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills und die Arbeitsraten sind jetzt hoch-mittel, vorher waren sie hoch-gering. Und somit ist er auf jeden Fall auch besser spielbar auf der 8er Position. Wir haben natürlich die Def-Werte, die bringt er mit. Und somit haben wir eine offensive Karte, die aber auch sehr gut auf der 8er Position spielen kann. Aber natürlich kann man ihn auch im offensiven Bereich, vielleicht sogar auf der 10er oder gerade auf der 10er Position gut spielen. Er ist Franzose, spielt in der Ligue 1, also lässt sich hervorragend verlinken mit vielen Karten. Und da hat man eigentlich keine Probleme. Wenn man sich die Stats anschaut, guckt euch die Beweglichkeit an. Insgesamt das Dribbling hervorragend. Da braucht man eigentlich gar nichts weiter pushen. Mal gucken. Entweder spielt ihr, wie gesagt, offensiv. Ich würde ihm Hunter geben. Und wenn man ihn vielleicht etwas defensiv spielt auf der 8er Position, ihr benötigt dafür noch eine Karte, dann ist das wirklich eine gute Möglichkeit. Ich denke, er steht sogar in Konkurrenz mit einem Modric, der teilweise mal bis zu 1 Million gekostet hat. Hier hat man auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, mit Shadow auf jeden Fall auf der 8er Position zu spielen. Aber offensive Trades bringt er mit sich und deswegen habe ich diese Karte in den vergangenen FIFA-Teilen so geliebt. Seine B-Day-Karte als auch sein Tots. Wir haben hier Flair, angeschnittenen Schuss, Außenrissschuss. Also er bringt wirklich alles mit, was man eigentlich für den offensiven Bereich benötigt. Okay, so viel dazu. Die Karte sieht absolut insane aus und für den Preis, muss man sich natürlich überlegen, ist eine Stange Coins, die man dann festsetzt, denn flüssig machen könnt ihr den Spieler nicht, außer ihr stößt ihn vielleicht irgendwie ab in einer SBC, aber das wollen wir natürlich nicht. Und das sind die SBCs mit den folgenden Bedingungen. Wir brauchen einen Ligue A-Spieler, einen Team of the Week-Spieler, eine Teamgesamtbewertung von mindestens 84, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt für den Spieler 7 Tage nach Release Zeit, ihn abzuschließen und dann ist er nicht mehr machbar. Vielleicht könnt ihr euch erstmal die Leihkarte euch zulegen, natürlich in den Freundschaftsspielen beliebig oft spielbar. Aber sonst natürlich nur, ich glaube, 3 Spiele kann man mit ihm sonst spielen. Aber vielleicht wollt ihr ihn erstmal testen und das ist dann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir seine erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür liegt bei ca. 72.000 Coins. Okay, das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich mit der Frankreich SBC. Und hier brauchen wir natürlich einen französischen Spieler, einen Team of the Week Spieler, Teamgesamtbewertung von 86, Teamchemie 65 und natürlich hier ebenfalls 11 Spieler. Und dann letztes Mal gehen wir gemeinsam durch und dann habt ihr euch Aouar auch redlich verdient. Okay, let's go.
Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 119.000 Coins. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Lösung weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr es noch nicht verpassend oder falls ihr es gerne möchtet, könnt ihr natürlich auch noch gerne einen Kommentar da lassen. Aber was ihr nicht verpassen möchtet, ist natürlich weitere Videos von mir. Und dafür könnt ihr mir ein kostenloses Abo dalassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace.